Moin zusammen und willkommen zurück zu Assembler. Heute geht es weiter mit Stackframes und zwar mit, Stackframes. Warum Stackframes? Weil wir die noch brauchen, damit wir den Code von GCC verstehen können. Das ist sozusagen eines der letzten Puzzlestückchen, die uns noch fehlen. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, da brauchen wir noch ein Video dazu. Denn die sind ein bisschen komplexer in der Theorie zu verstehen. Also man ist eigentlich einfach, aber man muss es halt wissen, ne? Okay. Schauen wir uns an, was für Code zu Stackframes führt, beziehungsweise bei welchem Code wir sowas überhaupt brauchen. Und zwar, wenn wir mehrere Prozeduren haben, die nicht der Reihe nach aufgerufen werden, also nicht irgendwie in der Main steht drin Call Procedure 2, dann Call Procedure 1 und so weiter und so fort, sondern wir haben in der Main den Sprung zu Procedure 2 und von Procedure 2 haben wir den Sprung zu Procedure 1. Und dann brauchen wir Stackframes, denn wenn ich jetzt hier in Return bei Procedure 1 natürlich aufrufe, was ich irgendwann mal haben muss, ein Return in Procedure 1, dann springe ich nicht hier hoch wieder zu Main, sondern ich springe erstmal zu Procedure 2 zurück und dann springe ich zurück zu Main. Okay, ihr versteht das Problem. Da steht nicht irgendwie Return to Procedure 2 in Procedure 1, sondern steht einfach nur Ret drin. Und dieses Ret muss natürlich wissen, wohin es sich retten soll. Ha, Wortwitz, sorry dafür. Und ja, dafür gibt es Stackframes. Stackframes sind eigentlich eine relativ schöne Art und Weise, wie man das Ganze machen kann. Und ja, jetzt hier mal ohne Instruction Pointer, ohne irgendwas, den brauchen wir dazu gerade nicht. Wir haben hier einfach nur unseren ganz normalen Stack, auf dem die Variablen drauf sind. Ich habe das Ganze ein bisschen vereinfacht. Also das heißt, ich habe nicht gesagt, diese Variablen sind drauf, sondern ich habe halt einfach gesagt, für Procedure 2, wenn wir da reinspringen, dann haben wir hier oben die Variablen. Hier steht die Return Address. Das heißt, wenn wir hier Ret aufrufen, springen wir zum Main zurück. Das ist die Return Address hier oben sozusagen. Und wir haben hier die Parameter für Procedure 2, das heißt die Dinge, mit denen wir Procedure 2 aus Main aufrufen, also diese Parameter eben. Die stehen da alle auf dem Stack sozusagen. Okay, auf die hier können wir einfach zugreifen, indem wir dann die einzelnen passenden Stack-Variablen auslesen. Das habe ich euch ja eigentlich schon so gezeigt. Und die Return-Adress wird für Return benutzt und diese Variablen, das sind einfach die Dinger, die hier Procedure 2 aufruft oder anlegt. Und hier können wir, also auf dem Stack anlegt, selbstverständlich natürlich. Und hier können wir jetzt einfach Call Procedure 1 machen und dann springen wir zu Procedure 1. Und Procedure 1 wiederum hat seine eigenen Variablen, Return-Adresse und Parameter. Also deswegen sind hier Variablen und Parameter dicker als die Return Address. Die Return Address, davon gibt es genau eine. Variablen und Parameter gibt es vielleicht mehrere, je nachdem wie viele wir eben benutzen. So, und die liegt dann einfach oben drüber, okay? Das heißt, wir haben hier die Variablen von Procedure 1, wir haben die Return-Adresse und wir haben die Parameter von Procedure 1. Und wenn ich jetzt noch eine Prozedur aufrufen würde, dann wäre das auch oben drüber und so weiter und so fort. Das heißt, wir können so viele Prozeduren aufrufen, wie wir wollen. Und wir haben einen Stack-Pointer logischerweise immer. Das heißt, wenn wir jetzt in Procedure 1 drin sind, dann ist der Stack-Pointer eben ganz oben. Das heißt, der weiß, wo quasi das oberste Element ist. Und wir haben den Frame-Pointer. Und der ist jetzt ein bisschen neu für euch. Der Frame-Pointer pointet immer auf die Return-Adresse, die sozusagen als nächstes mit der zurückgesprungen werden soll. Das heißt, die Return-Adresse hier, wenn wir jetzt Red eingeben, die wird aus dem Frame-Pointer ausgelesen und der Frame-Pointer sagt, hier Return-Adresse ist Procedure 2, in Procedure 1 selbstverständlich. Und dann wird das ganze Ding hier wieder abgebaut. Das heißt, die Variablen, die Return-Adresse und die Parameter werden abgebaut und der Frame-Pointer wandert runter zu dieser Return-Adresse hier. Das heißt, wenn wir jetzt Return aufrufen, dann landen wir hier von Procedure 2 und da wieder zurück, wo wir es aufgerufen haben. Das heißt, bei der Main wieder. Das heißt, diese Return-Adresse in Main, diese Return-Adresse in Procedure 2. Und so funktionieren im Endeffekt Stack-Frames. Stack-Frames sind im Endeffekt genau das. Ein Frame ist dieses Variablen, Return-Adresse, Parameter, Bündel sozusagen für eine Prozedur. Das heißt, das hier ist ein Stack-Frame, das Ding hier. Das da oben ist ein Stackframe, das für Procedure 1 und je nachdem, wie viele Prozeduren wir halt noch haben, das sind auch alles Stackframes. Cool, eigentlich relativ simpel, man muss es nur wissen. Und ja, ist ein schöner Mechanismus und deswegen können wir uns jetzt dann wieder weiterbegeben. Das war's von meiner Seite, wir hören uns. Bis dann, ciao.